Das neue RXC hat nun modulare Ausfallenden. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich euch jetzt zusammen mit Lorenz. Durch unterschiedliche Dropouts am neuen RXC bekommen wir längere und kürzere Kettenstreben. Doch was genau bringt mir das auf dem Trail, Lorenz? Wir erzielen damit eine balancierte Positionierung zwischen den beiden Laufrädern, sowohl für größere als auch für kleinere Rider. Dies sorgt für eine intuitive Fahrposition und gleichmäßigen Grip an Vorder- und Hinterrad und somit für ein vorhersehbares Fahrverhalten. Mein neues RXC kam jetzt in Größe L mit 27,5 Zoll Hinterrad und Medium Dropout. Mal angenommen, ich habe jetzt Lust, ein 29 Zoll Hinterrad zu fahren und möchte ein bisschen eine längere Kettenstrebe haben. Wie kann ich das machen? Das ist kein Problem, du kannst dir einfach bei uns auf der Homepage ein entsprechendes Dropout bestellen. Die sind grundsätzlich mit allen Rahmengrößen kompatibel. Das heißt, du bestellst dir bei uns einfach das 29 Long Dropout, montierst es an deinem Rad, kaufst noch ein entsprechendes Laufrad dazu und dann kannst du fahren gehen. Durch die längere Kettenstrebe verändert sich dann jetzt ja auch mein Radstand und eventuell auch ein paar andere Werte in meiner Geometrie. Kann ich die irgendwo einsehen? Genau, durch das andere Dropout, in deinem Fall das 29 Long Dropout, hast du jetzt eine andere Wheelbase. Beim EX10L wäre die bei 1299 mm. Wir haben aber auch ein interaktives Geochart bei uns auf der Homepage, wo du alle Konfigurationen von deinem Rad nachher nochmal einsehen kannst. Gut, was ist bei der Montage der Dropouts zu beachten? Im Prinzip ist das ganz einfach. Zuerst entfernen wir das Hinterrad und anschließend den Bremssattel. Als nächstes demontieren wir die einzelnen Schrauben, die die Dropouts mit der Kettenstrebe befestigen, mit einem 4er Innensechskantschlüssel. Nun kannst du die neuen Dropouts montieren. Dazu ziehst du die Schrauben nun einfach wieder an mit 8 Newtonmetern. Zu guter Letzt musst du nun das Hinterrad wieder einbauen und deine Kette anpassen. Okay, das heißt, die Anzahl der Kettenglieder muss also wirklich ganz genau passen. Exakt, das ist ausschlaggebend für die perfekte Schaltperformance. Je nachdem, ob Shimano oder SRAM bei deinem Rad verbaut ist, musst du die Kette etwas anders kürzen und die Schaltung danach entsprechend einstellen. Für genauere Informationen dazu schau bei uns auf der Webseite vorbei. Alles klar, Kettenlänge passt. Muss ich sonst noch irgendwas beachten? Ja, eine Kleinigkeit gibt es noch, und zwar hast du durch die längeren Dropouts in unserem Beispiel jetzt auch mehr Federweg am Hinterrad. Das heißt, dadurch hat sich wieder dein Hebelverhältnis am Dämpfer selbst geändert und du kannst nochmal den richtigen Säg einstellen. Alles klar, mein RXC hat jetzt 29 Zoll Hinterrad und eine längere Kettenstrebe. Wie macht sich das auf dem Trail bemerkbar? Eine längere Kettenstrebe sorgt für mehr Laufruhe und mehr Druck auf dem Vorderrad. Mehr Laufruhe gibt dir mehr Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Bei engen und technischen Trails fühlt sich das Rad aber etwas weniger wendig an und du brauchst mehr Kraft, um es aufs Hinterrad zu ziehen. Am Ende ist Performance immer eine Abwägungssache und es hängt von dir ab. Okay, dann weiß ich Bescheid. Vielen Dank für die Einblicke. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut uns gerne in die Kommentare.